Herzlich willkommen zu einer weiteren Immobilientour im Format zu Gast. Ich bin der Markus von Castle Media und wir sind nach wie vor auf der Ferieninsel Sylt im Norden von Deutschland. Das letzte Mal waren wir im Westen der Insel und heute sind wir im Osten. Eines der beiden Sandhook Luxury Holiday Homes dürfen wir euch heute vorstellen. Das hinter mir ist das Haus Salzwasserliebe, 160 Quadratmeter Wohnfläche. Ist für 4 Erwachsene plus 2 Kinder ausgelegt. Eine Grundstücksfläche von 1110 Quadratmetern und hinterm Haus ist ein absolutes Highlight. Dazu dann aber später mehr, denn wir sind jetzt quasi auf der Südseite des Gebäudes. Wir schauen hier auf Felder und Wiesen raus. Die Zufahrtsstraße ist auch hinter euch, das ist eine Sackgasse. Wir sind das vorletzte Haus davon. Und das Haus hinter mir ist das waschechte Design, wie wir es auf Sylt gewohnt sind, mit den Klinkersteinen und das traditionelle Reetdach darauf. Wirklich schön in Szene gesetzt. Durch die Südausrichtung des Gebäudes ist verständlich auch die Sonnenterrasse, das Sonnendeck hier Richtung Süden ausgerichtet. Maßgeblich ist natürlich ein Platz, wo man Frühstück, Mittagessen, Abendessen verbringen kann. Das wäre hier die Garnitur von Gappa. Wirklich tolle Qualität. Im letzten Video war sie auch dabei beim letzten Haus. Auch hier beim Haus Salzwasserliebe. Daneben könnt ihr hier schon den norddeutschen, den friesischen Strandkorb sehen. Auch wieder von Gappa. Eine sensationelle Qualität. Ihr wisst ja, wie es ist auf Sylt. Da geht doch manchmal der Wind. Da ist das perfekt, um hier den Nachmittag ein bisschen zu ruhen. Einfach toll. Und wenn man diese Einfahrtsstraße, wo ihr jetzt steht, weiterfährt, also die Sackgasse, dann kommt man zur tatsächlichen Einfahrt des Gebäudes. Euren Pkw oder eure Pkws könnt ihr dann hier aufreihen, bei diesem Einfahrtstor durch oder einfach hier abstellen. Gleichzeitig auch die Möglichkeit für das Laden eures E-Fahrzeugs. Wir haben hier eine E-Aufladestation. Nichtsdestotrotz führt dann hier der mit Naturstein verpflasterte Weg bei diesem Eingangstor vorbei. Und dann geht es schon zur ersten Eingangstür des Gebäudes. Hier gelangt man nämlich auf der Westseite des Hauses direkt rein in den Wohn-Ess-Bereich. Von hier könnt ihr richtig gut wieder auch die Fassade, die Klinkersteinfassade sehen. Mit den weißen Fenstern sind alles Vollholzfenster, innen sowie auch außen, beides in weiß lackiert. Hier den Weg entlang, super schön gepflegt. Wir haben auch einen Niveauunterschied, ihr seid ungefähr 30 cm weiter unten. Hier könnten nochmal die Autos parken. Der Haupteingang ist hier. Der verbindet einen dann wirklich in alle Wohnbereiche. Links davon seht ihr nochmal eine Garnitur. Richtig toll. Hier windgeschützt natürlich, teilüberdacht vom Reetdach für Brunch, Mittag, Abendessen, was man auch möchte. Und ich würde sagen, wir starten jetzt aber nicht mit dem Haus, sondern direkt mit dem Highlight. Den gepflasterten Weg hier wieder entlang stehen wir schon vor diesem Gebäude. Beispielhaft haben wir euch das jetzt mal geöffnet, damit ihr sehen könnt, wie das hier wirkt. Dieses 40 Quadratmeter große Gartenhaus, Saunahaus, hat genau auch wie das Landhaus drinnen, werdet ihr dann gleich sehen, einen Terrakotta-Boden, und zwar einen restaurierten aus dem 19. Jahrhundert aus Frankreich. Sensationelle Farbgebung und erlaubt wirklich viele Kombinationen dadurch. Ihr seht hinter mir ich würde schon sagen, fast eine Skulptur, ein geschwungenes Kunstwerk. Das ist eine maßgefertigte Klaffsauna hier in diesem dunklen Braunton. Perfekt für 6 Personen. Hat hier auch nochmal ein paar Fixverglasungen daneben, also wirklich sensationell. Und diese Schwingung wurde dann hier auch wieder architektonisch aufgegriffen. Zieht sich hier weiter in diese Schnecke. Dahinter verbirgt sich die Regendusche zur Abkühlung nach der Sauna. Hier mit diesem grünen Mosaik, wie ihr sehen könnt. Und hier dahinter seht ihr sogar noch mal eine freistehende Badewanne, XXL groß, und egal wo man sich hier befindet, man blickt auf den privaten, uneinsehbaren Garten, wunderschön angelegt. Die Natursteinverpflasterung, wo wir runtergekommen sind, zieht sich bis hoch zum Haupteingang und man sieht schon die Klinkersteine und das Reetdach. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Immobilientour, und zwar im Landhaus. Ich darf euch begrüßen im Foyer, im Eingangsbereich vom Landhaus. Wie unten auch schon in der Sauna angeschnitten, wir haben hier den aus dem 19. Jahrhundert stammenden Boden aus Frankreich, hier im gesamten Wohn-Ess-Bereich und auch schon hier im Foyer. Zu eurer Rechten haben wir den Garderobenbereich, wir haben den Zugang zu einem Tages-WC und es beginnt auch hier die Treppe. Die führt hoch, 2 Stockwerke insgesamt. Beide führen in die Schlafzimmer. Oben die beiden Doppelschlafzimmer und ganz oben dann die Kajüten. Und die Tischlerarbeiten machen das alles natürlich sehr edel. Geht von der Wand bis zur Decke
geht dann über in die Treppe, in die Handläufe, alles sehr, sehr gut gearbeitet worden. Der Blick wird aber gezogen in eure Richtung. Hier geht es nämlich in den Wohn-Ess-Bereich und diese beiden Flügeltüren öffnen den Blick raus auf die Terrasse, wo wir vorher draußen waren. Vis-à-vis von euch hört man es schon knistern. Das ist nämlich ein gesetzter Kachelofen. Gebaut ist er worden Ende des 17. Jahrhunderts, kommt aus Schweden, ursprünglich in einem Herrenhaus aus Stockholm ausgestellt worden. Restauriert ist er dann aber auf Sylt gelandet. Davor haben wir zwei Sessel, sind von B&B Italia, ein richtig schönes Lounge-Areal zum Bücherlesen, Kaffee trinken, Tee trinken. Zwei Vitrinen sieht man auch noch dort hinten mit der schönen Wandbeleuchtung. Und vis-à-vis von diesem schönen Lounge-Areal ist der Couchbereich. Wird von diesen beiden Designer-Couches geziert, sind beide von der Firma Core und die haben beide den Blick entweder zum Kamin, gleichzeitig aber auch zum Koch- und Essbereich. Die Trennung davon ist dann dieser eingebaute Fernseher, auch wieder in die Tischlerwand, darunter wieder Ablagemöglichkeiten bzw. Verstaumöglichkeiten. An dieser Eichentafel stehen 3 Fritz-Hansen-Stühle, der Rest ist eine Sitzbank, also die klassische friesische Gemütlichkeit, die damit einhergeht. Man sitzt einfach ein bisschen gemütlicher in der Ecke als wie in freistehenden Tafel. Das alles wird komplementiert hinten mit dieser Fliesenwand. Das sind sogenannte Delfter Fliesen, sind aus dem 17. Jahrhundert restauriert, sind jeweils Einzelstücke, handbemalt und greifen auch wieder die Farbtöne, das Blau und das Weiß auf, das wir beim Kamin dort drüben gesehen haben. Auch handbemalt, haben sich noch nie selber in einem Haus begegnet an und für sich, aber hier werden sie alle kombiniert und das passt wirklich gut zusammen. Die Küche ist feinstens ausgestattet mit Geräten von Gaggenau, vom Backrohr, vom Kühlschrank bis hin zum Geschirrspüler. Gleichzeitig darüber das Cerankochfeld und ein Teppanyaki-Grill. Auch sehr speziell, kann man hier drinnen grillen und seine Gäste quasi bekochen. Auch spezielles Feature ist diese Steinplatte. Das ist eine Natursteinplatte, ist ein blauer Stein, so wird er zumindest genannt, und der kommt aus Belgien. Sehr praktisch, sehr stilvoll und es geht einfach alles Hand in Hand. Und das zieht sich jetzt hoch bis in das erste Stockwerk. Und da sehen wir uns jetzt dann. Wir kommen jetzt in eines der beiden Hauptschlafzimmer. Das hier ist das größte mit einem Bad en Suite hinter euch. Großer Unterschied hier in den oberen Stockwerken. Wir haben hier einen echten Altholz-Dielenboden. Dahinter, vor allem in dem Fall, die beiden charakteristischen Fenster, die Richtung Süden ausgerichtet sind. Von außen maßgeblich für die Architektur und sie ermöglichen einen exponierten Blick Richtung Süden. Unendliche Weiten, man kann hier die Felder super schön von oben sehen. Hier mit den gelben Blüten, ein wirklich traumhaftes Bild derzeit. Hinter euch sind noch Einbauschränke. Es ist auch wichtig im Urlaub, dass man seine Koffer verstauen kann, vor allem wenn man länger bleibt. Und da, wo ihr jetzt reingeht, ist das Master-Badezimmer. Der Boden ist wieder der Terrakotta-Boden vom Untergeschoss, also vom Erdgeschoss eigentlich. Und alle Steinplatten sind in dem Fall wieder dieser Blaustein aus Belgien. Wirklich schön verarbeitet, ähnelt an die Küche unten und passt einfach ideal hier rein. Das zweite vollständige Badezimmer befindet sich auch auf dieser Etage, ist aber jedoch nur vom Gang, vom Flur begehbar. Wenn man jetzt die Stiege noch hochgeht, dann kommt man über eine etwas schmalere Stiege, Wendeltreppe eigentlich, hoch. Und zwar wirklich unter den Giebel, unter den First des Hauses, wo die beiden Kajüten für die Kinder untergebracht sind, die mit dem Bullauge, das auch charakteristisch für die Architektur von außen ist, rausschauen auf das Feld. Ich hoffe, ihr konntet Inspirationen mitnehmen oder habt jetzt euer neues Urlaubsziel gefunden. Nichtsdestotrotz, lasst uns einen Like da, wenn es so war, oder ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Denn kommenden Sonntag um 10 Uhr kommt die neue Folge online. Bis dahin, macht's es gut und Servus.